So, meine lieben Freunde der Leicht-DTV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute schauen wir uns mal das neueste Verbrechen von unserer Seite aus an. Das ist ein Produkt der KSC, ist jetzt in der ersten Beta auf dem Markt, ist von mir programmiert worden und das Ganze ist eine P-Node Monitoranwendung. Damit kannst du deine Node monitoren, kannst sehen, ob sie online ist, ob sie arbeitet, welche Blöcke das sie transferiert, welche Effizienz das sie im Moment gerade hat. Das schaut dann so aus. Du hast auch hier die Uptime, wann der letzte Block gefunden worden ist, die Version, hier unten ob Version für die P-Node selber abgedatet werden muss. Und du kannst hier temporär auf einen anderen Server wechseln zum Beispiel. Und du kannst hier die Sprache einstellen. Das Paket gibt es für die Sprachen Deutsch und Englisch. Das sind die benutzersprechenden Oberflächen. P-Node ist ein Projekt, oder genauer gesagt P-Node, Quatsch, was rede ich denn wieder für ein Zeug? P-Network ist ein Produkt, das ist seit ungefähr 7 Jahren auf dem Markt, genau weiß ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, das ist schon ziemlich lange. Und seitdem bin ich auch dabei und das Ganze läuft unter P-Network und beinhaltet den P-Coin. Generell hier in Asien sehr begehrt, steht momentan bei 0,35 Eurocent. Irgendwie so in den Dreh rum, lag ich mich halt den Kurs nicht genau fest, müsste das selber nachschauen. Und es ist ein Vertrauensnetzwerk. Da kannst du also selber einen Miner auf deinem Handy installieren. Das funktioniert aber nicht wie das normale Mining, sondern du musst nur einmal am Tag bestätigen, dass du noch dabei bist. Dein Handy braucht deswegen keinen Strom oder Akku oder Datenvolumen, gar nichts. Es ist nur einmal am Tag eine Bestätigung. Da kriegst du also wirklich das Geld geschenkt. Du musst nichts einlegen, das ist kein Scam, du musst kein Geld einlegen, du musst nichts investieren. Du kannst einfach schürfen. Und wenn du das Ganze weiter betreiben willst und eine eigene Bank haben willst, dann kannst du eben eine P-Node installieren und dafür kannst du dann diesen P-Monitor hernehmen, um zu sehen, was deine Node eigentlich macht. Dann die Leistungsmerkmale, Echtzeitmetriken, dann ist es ressourcenschonend und Live-Updates. Automatische Aktualisierung von Blockhöhe, Pair-Verbindungen, Telemetriedaten und alles Mögliche dazu. Kompatibel ist dieser P-Node Monitor mit Multi-Architektur-Support. Das bedeutet, es gibt eine ARM-Version und eine AMD64-Version. Die letztere ist dann für Intel, die ARM-Version, ist dann für Mac und Raspberry. Vorteile, schnelle Fehlererkennung, dann haben wir eine strikte Kapselung, das ist auch wichtig. Und ein optimiertes UU-Design, da hatten wir ja gerade schon mal kurz reingeguckt, das ist das hier. Das ist auch alles nochmal ganz genau beschrieben. Solltest du dich für den Betrieb einer Node interessieren, weil du ja generell schon bei Pi dabei bist und sagst, okay, ich habe jetzt schon so viele Bestände, ich möchte jetzt auch eine eigene Node betreiben, damit mein Zeug sicher ist, findest du hier auch einen entsprechenden Beitrag, den ich dir verlinkt habe. Die Systemanforderungen für dieses ganze Monitoring-Programm ist eigentlich recht einfach. Da reicht eigentlich die ganz normale Basic-Ausstattung, selbst auf älteren PCs, absolut lauffähig. Du kannst auch die Node auf einem anderen PC in deinem Netzwerk betreiben und sie dann die Node auf einem anderen Docker-System abfragen lassen. Rein theoretisch wäre es sogar korrekt, wenn du eine IP-Adresse hast, die mit Port geroutet ist, sie über Internet direkt abzufragen. Ist allerdings abzuraten von, da solltest du dann eher ein virtuelles privates Netzwerk, ein VPN verwenden. Dann Betriebssysteme Linux, Debian, Raspberry Pi, OS und Windows. Also auch mit Windows Docker Desktop. Für Windows geht das unter dem sogenannten BSL 2. Du kannst aber auch die neue Microsoft Linux Distribution verwenden. Lach nicht. Microsoft hat ein eigenes Linux Distribution auf den Markt gebracht. Kein Windows, es ist nichts, was unter Windows läuft. Es ist wirklich ein eigenes Linux. Wenn ich dazu komme, mache ich dazu einen Beitrag. Bin schon heiß drauf gespannt, was ich an dem Ding alles finde. Aber okay, gut, Spaß beiseite. Das ist die neueste Info. Microsoft hat eine eigene Linux Distribution. Installation und Konfiguration ist eigentlich auch sehr einfach. Die Docker-Images sind komplett fertig bereitgestellt. Du kannst sie direkt runterpullen über GitHub. Wie gesagt, in einer passenden Version. Hier habe ich dir auch noch einmal eine Docker Compose mit reingebaut. Die ist wirklich sehr simpel. Brauchst du also wirklich echt nicht viel.
Ne, Containername, Start, dann die Daten hier kommen aus der Event-Datei. Die ist auch hier definiert, die schauen wir uns gleich noch an. Dann ist das alles hier nochmal ganz genau beschrieben. Beschreibung des Inhaltes, Konfiguration, P-Monitor, Port-Mapping, Traffic. Wie gesagt, ich gehe da jetzt alles gar nicht so genau drauf ein. Das kannst du dann alles auf der Homepage in dem Blogbeitrag, den ich unten verlinke, nachgucken. Und unter Referenzen findest du auch die offizielle Webpage zum P-Monitor, auch auf meiner Homepage. Wenn wir gerade bei meiner Homepage sind, dann natürlich noch der Hinweis, ich mache diese Sachen hier alles für euch natürlich in meiner privaten Freizeit, opfere meine private Zeit dafür, mein Equipment und meine Nerven. Und falls du es gut findest, was ich hier mache und das finanziell unterstützen möchtest, findest du auch dazu einen Link unten in der Videobeschreibung. Die Event-Datei beinhaltet einige Konfigurationsdaten. Das ist einmal die Node-IP, das ist die IP-Adresse der P-Node, die ihr auf diesen Port abruft. Euren Monitor selber, also das hier, das ruft ihr natürlich unter der IP-Adresse ab, unter der ihr das bei euch im LAN konfiguriert habt. Ja. Und dann habt ihr hier noch den Port dazu, das ist der 8080 in dem Fall, den könnt ihr auch jederzeit hier entsprechend ändern. Dann haben wir ein Refresh-Intervall von 5. Ich bevorzuge hier eigentlich mehr was Größeres. 60 Sekunden reicht eigentlich hier absolut aus. Dann Timezone solltest du vielleicht noch ändern auf dein Land und deine Region. Dann, wie gesagt, die Sprache ist generell in Deutsch und Englisch verfügbar. Kannst du hier unten auch generell einfach ändern. Das wird dann temporär überschrieben. Solltest du den Monitor neu starten, wird das wieder zurückgesetzt. Das hier ist alles temporäre Änderung, auch der Port hier und die Node-Adresse. Dann hier auch nochmal ganz genau beschrieben, welcher Wert hier veranstaltet, wozu der da ist. Die grafische Benutzeroberfläche, also das GUI, das ist, was ich euch hier gezeigt habe. Ja. Da habt ihr auch Effizienz zum Beispiel dabei, da kann man durchgehen. Die Knoten-Identity, der sollte auf jeden Fall hier belaufen. Euer Status ist Seedenkit, dann seht ihr hier den aktuellen Block, Gesamtblöcke in der Node, also falls es da eine Differenzierung gibt. Dann wie viel Pairs, wie viele Verbindungen, dass ihr eigentlich momentan im Netzwerk haltet. Dann Ausfalltoleranzknoten, also hier kann ein Knoten zum Beispiel ausfallen und meine Erträge würden trotzdem weiterlaufen. Finde ich auch ganz witzig. Dann die Netzwerkverzögerung, wie verzögert ist mein Netz eigentlich zu P-Coin selber, also zum P-Network. Dann fehlende Antworten haben wir 0, das heißt die Node läuft eigentlich nahezu perfekt. Dann haben wir den letzten Hashblock nochmal, seit wann die Node läuft. Wartende Pairs, also wie viel Paarungen gerade momentan warten, damit hier was verifiziert und validiert werden kann. Dann die Protokollversion ist immer sehr wichtig, wenn die sich ändert, dann muss man hier unten updaten. Das sollte ja auch anzeigen, da kann ich jetzt allerdings noch nicht zuverlässig sagen, ob das so funktioniert, das werden wir dann schon sehen. Und wir haben natürlich unsere aktuelle Softwareversion, das ist die V24.1.1, das ist die momentane aktuelle Node-Software. Und die Netzwerkidentifikation ist P-Network. Wie gesagt, haben wir das ganze GUI nochmal ausführlich beschrieben. Das ist hier die ganze grafische Benutzeroberfläche, GUI und Anzeigefelder. Da steht also nochmal drin, was alles ganz genau ist. Kannst du das nochmal nachlesen. Dann haben wir das rechte Panel, der untere Bereich. Und dann kommt natürlich noch Copyright und Lizenz dazu. Das sind auch dieselben Daten, wie sie bei GitHub hinterlegt sind. Da ist ja auch das Projekt drin. Ja, und dann Unterstützung und Spendenlinks ist klar. Dann natürlich nochmal die P-Wallet, falls du über P-Black spenden willst. Und da findest du auch einen Barcode, wenn du den haben willst, in der Node-App. Der ist dann auch hier unten. Der ist ein bisschen klein, man muss ein bisschen mit dem Handy hin und her gehen, aber er funktioniert. Und dann hier nochmal der Link zu der offiziellen Spendenseite. Und das war die Vorstellung für diesen P-Monitor eigentlich ganz in Kürze. Wie gesagt, viel mehr möchte ich da gar nicht drüber zusammenreißen. Wenn dich das Projekt interessiert, lade es dir einfach runter, schau es dir an, monitore deine Node, weiß, was auf deiner Node vor sich geht. Und sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann noch der Hinweis in eigener Sache. Ich produziere diese Videos und Programme natürlich für euch in meiner privaten Freizeit.
Erhebe dafür auch keine Lizenzgebühren und wenn du meine Arbeit gut findest, mein Hobby sozusagen und dem, was ich hier mache, dann würde ich mich über eine Unterstützung für meinen Kanal sehr freuen und für meine Projekte. Spendenlinks findest du auf der Homepage oder hier unten in der Videobeschreibung. Solltest du weitergehende Probleme haben mit deinem PC, mit deinem Netzwerk, mit deinem Mac, mit deinem Windows, mit deinem Linux, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Hier wird jeder geholfen. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, ohne Abo. Einfach Auftrag gegen Rechnung, wie in guten alten Zeiten. Da werdet ihr geholfen. Okay, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Ciao.